So, besser. Hey everyone, my name is Q Fang, and I'm the lead character concept artist on Overwatch 2. Hi everyone, my name is Kyungseo Min, and I am an associate narrative designer on Overwatch 2. And today, we are here to talk about Kiriko, the newest support hero joining our roster. Finde ich übrigens auch schön, dass Blizzard nicht immer nur Aaron Keller und Jeff Goodman mal vor eine Kamera zieht, sondern dass sie auch mal reingehen und sagen, okay, wir nehmen uns mal neue Leute und diejenigen, die bei dem Projekt gerade beteiligt sind und die dürfen im Developer-Update was sagen. Finde ich gut. Kiriko grew up in Kanezaka, and she was raised by her mother and grandmother. Her family has ancestral ties to the Kanezaka shrine, which worships the fox spirit. Das wissen wir ja Her schon. grandmother taught Kiriko the responsibilities of taking care of the shrine, the importance of traditions, rituals, and community. Her mother, on the other hand, is a fierce ninja and believed in taking action, standing up for yourself, and fighting for what's right. We Okay. can see in Kiriko that she bridges these two sensibilities together, the traditional and the modern, the fighting and the healing. Kiriko is a strong, badass woman. She will do anything to protect her family and her community, even if that means she has to Ne? Cinematic, Leute. family and her community, Just even saying. if that means she has to bend a few rules. She's a trickster, like the fox spirit. Kiriko grew up alongside Hanzo and Genji. Her mother actually trained the Shimadas, and she was especially close to Genji, since they're okay. both kind of on the mischievous kind of side. Yeah, like he would take her to Spannend. the arcade in Hanamura, and they're definitely up to no good in and out of the Shimada castle. Carried on the wind. Kiriko witnessed the fall of the Shimadas when she was young. The assassination of the Shimada clan head left a power vacuum within the Die große Frage ist jetzt, dieser Cinematic, wo wir gerade Szenen rausgesehen haben, kriegen wir den auch noch heute, Leute? community. A rival clan of the Hashimoto took advantage of that and took over. They terrorized the community, and Kiriko saw all these injustices firsthand, and they took her father as hostage. To stop them, Das ist interessant, dass die Kirikos Vater als Geisel genommen haben. Oh, und da sehen wir es. Ach ja, das war das. Okay. Wir hätten erst das Dev-Update schauen sollen, bevor wir uns das Ding da angeguckt haben. Denn, jetzt erinnere ich mich wieder, she joined was das Ding hier sagt. Wir haben da in der Origin-Story kurz drüber nachgedacht. Hier hinten stand Yokai. Und das habe ich damals im Video auch erklärt. Das heißt, diese Gruppe, der sie da beigetreten ist, wirklich, das sind quasi dann so eine Gang, die Yokai. a ragtag group of Übrigens gibt es auch diese Yokai, sind auch diese Spirits allgemein. Also hier gibt es ja auch diese Spiele Yokai Watch, glaube ich. young women and men called the yokai. Coming from all walks of life, they fight the Hashimoto and protect community members. They're a small group, but with Kiriko's cunning personality, they show that the youth of Kanezaka should not be underestimated. Oh, das ist So cool, Kiriko- dass es wirklich so eine Jugendgruppe ist, die sagen so, yo, wir verteidigen das hier. Das finde ich nice. Was developed really with 5v5 in mind. She's high mobility, she's a single target hybrid healer. She is fast. She can get to your little skirmishes, which happens a lot more often in 5v5 now. So she's super effective. Das stimmt. Yeah, and she's very much like another battle healer. You know, she's in the action, jumps in and out. Not the kind of sit back and heal type of hero. Shouldn't have put your head there. Oh, I think a lot of experienced players will have fun with her, and I think a lot of DPS players will love her. Underestimated me, ne? From nee, day es gibt one, hier keinen deutschen Untertitel bisher. Also es ist hier nur der englische Untertitel. Es gibt keinen deutschen zum Auswählen. really, her fox was there in the design. It felt right. It fit the character Oh, so sollte der Charakter, also das waren so die Visionen hinter dem Charakter. Das kann natürlich sein, dass irgendwas davon später auch mal so ein Origin-Skin wird. visually, and the fox was based on the Japanese inari, which is the fox spirit, and it's a guardian protector kind of spirit. In Japanese folklore, foxes are also known to represent cunning and smarts, which matches Kiriko's personality as well. Now I'm having fun. Kiriko actually started as an ecology boss unit that was part of the ninja ecology. Her hairband and bandana kind of comes from classic depictions of ninjas and Oh, das finde ich nice. Also, ich finde, sowas liebe ich, ne? Wenn die uns so ein bisschen in den Entwicklungsprozess mitnehmen und dann auch so Dinge erklären wie, yo, das Kopfband ist so eine, weiß ich nicht, so ein
eine Idee, die man von klassischen Ninja-Headbands genommen hat und sowas. Und hier sieht man auch so ein bisschen die Vorlagen, die sie hatten für Sachen. Also zum Beispiel dieses Omamori Protection Charm, dass das dann quasi so das ist, was daraus entstanden ist. Ich meine, letztendlich sehen die Dinger ja noch ein bisschen anders aus. Und zwar, das ist ja das Endresultat. Aber dass das hier so, es ist ja cool. Pop culture, and it's got a symbol on the top. It's basically the kanji for kitsune, for fox, turned diagonally, which is really cool. The original design had a giant shuriken with ball bearings in it, inspired by fidget spinners at the time. Okay, also das ist eines der Origin-Designs von ihr und wie man hier sieht, sie hat da so einen riesigen, das erinnert mich an Naruto irgendwie sehr, also ich bin ganz ehrlich, ne, ich mag Kiriko so, wie sie ist. Also ich mag deutlich mehr das hier The original als das hier. Aber ich finde zumindest die Farbgebung finde ich cool. Und ich finde das cool, dass hier so diese Füchse auf der Kleidung drauf sind. design had a giant shuriken with ball bearings in it, inspired by fidget spinners at the time. But we tried to maintain that as she became a support hero. However, learning from past mistakes when we tried to force a design and a concept together, we ended up just kind of retooling her to look more like a support hero. Okay, das finde ich ganz cool, dass sie gesagt haben, so, yo, wir wollen da nichts wir wollen das Design nicht dem Gameplay aufzwängen, wenn es nicht passt am Ende, weil sie das in der Vergangenheit halt gemacht haben und dann einfach sagen, okay, wir gehen mit dem Weg, wie es jetzt ist. Macht halt Sinn. Some of the old, some of the new. So Kiriko's primary ability is the healing Ofuda. Ofudas are these paper talismans believed to be imbued with powers. When you do this ability, you see these Ofuda paper slips firing in two, and they home in on allies. They're a little slow, but you can use your ally teleport ability to offset that, or you can use the slowness in your advantage, and you can preemptively shoot them if you foresee that a teammate will need healing. Oh, also du kannst pre-shooten, wie du es damals ja quasi so ein bisschen auch bei den Brick-Packs machen konntest. Okay, finde ich nice. Finde ich sehr nice. Also, man muss mal gucken, wie sich das am Ende spielt, wenn die wirklich so langsam fliegen. Ob das dann, dass du wirklich on top sein musst oder ob du, also ich bin sehr gespannt. Ich glaube, zumindest kann ich mir das vorstellen, dass sie etwas komplizierter sein wird als Healer. Fire is she throws out a kunai. And these are actually very fast in contrast to the Ofuda. There's low overall damage, but it crits for a ton of damage, right? So very, very powerful in the hands of an accurate player. And the idea here was to split her abilities thematically, having half of her abilities kind of be supportive with, the healing Ofuda, and the other half is more about the offense and damage with the kunai. And this honors the kind of narrative elements of her mother and grandmother at the same time. Das ist halt cool, ne? Da denkt man gar nicht nach. Ich meine, wir haben die Fähigkeiten ja schon im Video aufgearbeitet, aber ich habe gar nicht drüber nachgedacht, so dass natürlich hier auch wieder die Mutter und die Großmutter vereint sind und im Grunde genommen wieder dieses Zwei-Welten-System, mit dem Kiriko lebt, Tradition und Schwert hier zusammenkommen oder Heilung und Schwert. Das ist fucking smart, ne? Da denkst du gar nicht im ersten Moment nach, bis es dir so gesagt wird. Also, the first iteration of Genji had the kunai, so the team's really happy that we're bringing it back. Come on, Shimaba. One of her abilities is the ally teleport. She can teleport directly to an ally. She can even teleport through walls. And the distance is pretty generous, so you can travel across maps pretty far and pretty quickly. Das sind safe 30 Meter. This makes her a great support because she can get to her teammates quickly and just provide the healing power that the team needs. Das ist cool. Her second ability is called the Protection Suzu. Suzu are a small spell, and Kiriko throws them out, and it makes allies invulnerable briefly, and they also cleanse debuffs. This is great to combo with her teleport ability to quickly get in there and support a team. Oh mein Gott, es wird für so viele Frustmomente bei Spielern sorgen, wenn du mit einem Junkrat-Reifen reingehst und in dem Moment wirft Kiriko so das Ding auf den Boden. Und es ist halt anders als Baptiste, sein Field, weil im Grunde genommen kontert das ja alles und das Leben wird nicht mal runtergesetzt, sondern die Leute sind einfach für die Sekunde unverwundbar in dem Sinne. Also das ist schon wild, ist das schon. Teammate, you can also throw it Aber down. ist halt auch ein Skill-Move, ne? Es ist halt, das darf man nicht vergessen. Es ist nicht OP, es ist ein Skill-Move, Leute. Es ist ein Hard-Konter für viele Sachen, aber
das hat ja einen Cooldown und der Cooldown wird nicht gering sein und du musst es ja auch in der richtigen Minute werfen. Also in so einem Moment da, du bist nicht immer in einer riesigen Gruppe mit 5 Leuten zusammen, wo du reinwirfst und jedes Mal dein Team beschützt. So, wie häufig sterbt ihr beim Spielen, weil ihr euren Escape nicht habt? Wie viele Moira-Spieler sterben, weil sie sich nicht im richtigen Moment rausfaden, weil sie vielleicht ihren Fade 10 Sekunden vorher schon benutzt haben? Hier ist das ja genauso. Also, das darf man nicht. So, diese ganzen Schreie schon wieder mit, das ist OP. Wartet ab, bis ihr es gespielt habt. Wirklich. Wartet ab, bis ihr es gespielt habt, bis ihr ein paar Matches gespielt habt, bis ihr es in Aktion erlebt habt. Out on yourself if you're in a sticky situation and it kind of saves your hair. Weil ich würde sagen, es ist maximal 1,5 Sekunden. Maximal 1,5 Sekunden, wie das Ding wirkt. Also, es muss schon sehr gut getimed sein. It kind of saves your hair. But it does have a long cooldown, so it requires good judgment and timing. Sounds like a really good counter to like Sleep Dart. Yes, and Junker Queen's anti-heal. Das kann sogar weniger als 2 Sekunden. Also 1,5, glaube ich. Kommt gut hin. Her passive ability is the wall climb. She can scale walls like Genji and Hanzo. Because they train together, we just felt it was appropriate. So finally, Kiriko's ultimate is called the Kitsune Rush. It's a huge buff that gives you a ton of movement speed, attack speed, reload speed, and also cooldown reduction on your abilities on all allies affected. Very, very powerful. It's great for just kind of initiating an attack on an objective. And actually, originally it was just going to be the Fox, but found it kind of hard to track where the Fox was going. So the Torii gates were more done out of just, give you kind of a target and seeing where the Fox is going. But it just ended up also looking das sieht absolutely echt beautiful. Schick aus. Das sieht Kiriko is wirklich voiced schick by aus. Sally Amaki. Sally did an amazing job bringing a cool girl energy to Kiriko. Her voice is cool and wry, and she has a wicked sense of humor that is dry as a desert. She really sounds like the lone wolf, cool girl that everyone at school respects. And I'm really looking forward to looking at the players' response at all of her digs, because she will take a dig at anyone. And especially the Genji and Hanzo conversations. Keep an ear out for those, because there's a lot of inside jokes, history, and humor there. And that about wraps it up for Kiriko. We can't wait for all of you to get a chance to play her. See you next time. Can't change the world by following all the rules. Also nice. Wirklich nice. Auch schön, dass sie am Ende nochmal so einen kleinen Overview gegeben haben. Also ihre Abilities, also ihre Ult sieht halt tierisch insane aus, ne? So, das mit den Pfeilern und alles, das ist schon nice. Also, es ist überraschend, wie wenig tatsächlich natürlich der Fox-Teil ihres Kits ist. Und ich weiß, als zum Beispiel Kiriko vorgestellt wurde, waren so viele Paladin-Spieler, die gesagt haben, boah, ist ja dreist geklaut bei Paladins. Die haben ja auch die, wie heißt der nochmal? Ich weiß es nicht mehr, die den Fuchs hinstellen kann. Aber theoretisch ist der Fuchs ja wirklich nur Teil der Ult und nicht mal was zum Interagieren, sondern der Fuchs ist nur, du zündest deine Ult, der Fuchs läuft vor, springt ein bisschen rum und zeigt quasi den Pfad. Finde ich schon sehr cool. Luna, ja, das war's, genau. Ja, also in meinen Augen ein cooles Kit tatsächlich. Also wirklich ein cooles Kit. Das hier sieht nach einer sehr weiten Distanz, wie gesagt, aus für einen Teleporter. Das sind safe, vielleicht 25, 30 Meter, würde ich sagen. Also das ist cool. Das werden wir natürlich alles mythbusten, wenn das Ganze spielbar ist. Hast du den Tweet von Paladins gesehen? Nee, habe ich nicht, tatsächlich. Also ich finde, das Kit sieht cool aus, tatsächlich. Ich finde es auch schön, wie gesagt, ihre primäre Fähigkeit macht keinen großen Schaden, crittet aber, finde ich, einen guten Kompromiss im Grunde genommen. Und einfach schön. Es ist einfach, ganz ehrlich, ich freue mich sehr auf diesen Helden. Es sieht nach einem coolen Supporter aus. Ob sie am Ende mein Cup of Tea ist, kann ich nicht sagen. Also kann ich wirklich nicht sagen, aber ich finde zumindest, ich mag alles an ihr ran. Und die große Frage ist jetzt, wann kriegen wir diesen Cinematic, aus dem wir hier ja mehrere Szenen schon gesehen haben. Hier hinten war noch mal irgendwo was zu sehen, ne? Bin ich sehr gespannt drauf. Finde vom ersten Anschauen wirkt der Teleporter sehr stark. In meinen Augen ist es auch eine ihrer stärksten Fähigkeiten. Definitiv. Das ist halt der Punkt, wenn du dich jederzeit irgendwo rein teleportieren kannst und hin teleportieren kannst, ist das sehr hilfreich. Gerade in Kombination mit dem Cleanse, den sie hat. So in letzter Sekunde irgendwo reingehen. Du weißt genau, weiß ich nicht, dein DPS fightet irgendwo, du hast eine Tracer, die fightet irgendwo am Rand, wird aber plötzlich angegangen und portest dich dahin, heilst die oder irgendwas. Es ist schon, oder wirfst in letzter Sekunde noch, um die zu retten, diese
diese Bomb. Also ich glaube, das wird cool tatsächlich. Ja.